Spiel. Also du wirst mit diesem Auto wirklich auf Parkplätzen angesprochen. Ja, hallo, ich bin der Marco, 47 Jahre alt, komme aus Dortmund und betreibe hier in Dortmund ein Museum, das ist die Halle 77. Da geht es um Young- und Oldtimer und aktuell auch um viele Elektrofahrzeuge. Ja, mein erstes Auto 1995 war ein Polo 286C. Den habe ich heute auch mitgebracht. Und genau dieses Auto habe ich mir vor 4 Jahren 1:1 als Kopie wieder nachgebaut, um meine Zeit von 1995 mich wieder daran zu erinnern. Und wie gesagt, das war ein Polo 286C. Oh, das ist eine gute Frage. Ich mag den ersten Polo sehr gerne, gibt es aber wirklich sehr wenig gute Objekte noch. Der 86C gibt es noch viele. Ich glaube, ich mag die älteren lieber. Ich denke, der Polo ist der Einstieg nach dem VW Käfer gewesen, war ein Volkswagen. Erst kam der Golf, dann kam der Polo 1975. Und ich glaube, er war das bezahlbare Auto im kleinen Segment. Und ich glaube, der hat sich gut durchgesetzt. Ich glaube, er vermittelt gute Laune. Wenn man dieses Auto sieht, ich merke das auch an den Leuten, wenn man mit dem Auto fährt, da war doch mal was früher, da gab es doch mal ein Gewinnspiel. Also du wirst mit diesem Auto wirklich auf Parkplätzen angesprochen. Der eine lacht über dich, der eine lacht vielleicht übers Auto, vielleicht lacht er dich an oder er lacht dich aus. Das ist halt immer eine gute Frage. Aber für mich, wenn ich ihn sehe oder wenn ich generell dieses Harlekin oder bunte Farben sehe, freue ich mich. Also mir macht das gute Laune. Es gab eine Polo-Studie. Ich weiß, die gibt es bei Volkswagen Classic. Und zwar ist das der Polo Steilig mit dem Zweizylinder-Dieselmotor und dem G40-Turbo, also mit dem G-Lader. Ich weiß nicht, ob es eine Studie war oder ob es dieses Auto wirklich gab, aber das ist so, wo ich sage, der fasziniert mich sehr. Das war ein Polo 86C Steilig. Das Polo Coupé auf jeden Fall. Der Steilig war ja für mich wie der kleine Kombi. Und die Polo Classic, es gab ja den Polo Classic, also in dieser 6N-Modellreihe, und davor hieß er Derby. Der Derby war früher immer der Polo mit Rucksack, macht man ja auch beim Golf. Und wiederbeleben Coupé eigentlich. Und ich glaube, den Steilheck wird schwer in der heutigen Zeit, aber eine Limousine vielleicht versuchen, wäre vielleicht nicht schlecht. Schwer, glaube ich, wird schwer, aber das Coupé auf jeden Fall. Klein, wendig, sportlich, minimalistisch. Für den Alltag ist er halt einfach, ja, weil er durch diese Größe halt doch kompakt war, war es mir halt immer der Liebste. Ich verbinde den Polo halt mit meinem ersten Auto immer wieder und gesehen hat man immer als 18-Jährige das Polo GT und nicht erreichbar war immer der Polo G40. Und das sind so Erinnerungen, wo der Polo G40 Genesis rauskam. Das war für mich das Beste. Sofort den WRC. Ich glaube, ich würde den Schriftzug, dieses Wort Polo, ist für mich ein Detail. Was unterscheidet den Polo von anderen Fahrzeugen? Eigentlich, für mich ist Polo immer, wenn ich das gehört habe, erinnert mich das immer ans Kompakt. Dann gibt es bei diesem Harlekin-Modell der Schaltknauf, die bunten Farben mit dem Harlekin wieder aufgegriffen. Also es gibt schon Details, wo man wirklich drauf achtet.